Hallo, grüß euch. In dem Video geht es jetzt einmal um das Neupolstern einer Motorradsitzbank. In dem Fall der Sitzbank meiner Bultaco Alpina 250. Die ist ja Baujahr 1973 und das heißt 50 Jahre alt. Und da hat es mir den Sitzkern hier, ja, der ist kaputt. Das ist so ein Dunlop-Pillow nennt sich das. Hier ist er noch weich, aber hier zum Beispiel, das ist steinhart, das ist wie ein Keks. Das ist so, das ist richtig zerbröselt. Ja, also sozusagen am Ende. Der ist schon mal vor 20 Jahren, 2003, habe ich ja den Tank restauriert und habe auch die Sitzbank bei einem Polsterer neu beziehen lassen. Und die ist in den letzten 20 Jahren halt komplett ausgetrocknet, hart geworden, zerbröselt. Und letztens beim Fahren ist mir das erst aufgefallen, dass irgendwie der Sitz so asymmetrisch war. Links bin ich tiefer gesessen wie rechts und dann, ja, habe ich mir gedacht, das ist jetzt wirklich fällig. Ich lege den mal zur Seite, weil der ist natürlich Schrott, der Kern, den kann ich so nicht weiter verwenden. Die Sitzbasis selber ist so ein GFK-Teil, den habe ich bereits jetzt gesäubert und auch den habe ich vor 20 Jahren repariert. Der ist damals hier und hier gebrochen, das habe ich damals mit Epoxy gemacht, das hält. Auch deutlich verstärkt und der Sitzbezug damals, den mir der Polsterer gemacht hat, den hat er mit so Nieten befestigt. Das sind diese ganzen Löcher, die ich hier schon mit Polyesterkit zugemacht habe. Und diese Sitzbasis ist dann hier mit diesen 3 Schrauben hier so befestigt am Sitz und so schräg drüber kommt dann der neue Schaum. Als Schaum habe ich mir gekauft so einen Verbundschaumstoff. Das ist jetzt ein 120 Kilo pro Kubikmeter, also Raumgewicht 120 Schaumstoff. Der ist aber sehr fest, muss ich sagen. Also das bin ich ganz froh drüber. Mir kommt der zu fest vor. Also ich hätte vielleicht da was Weicheres nehmen sollen. Interessanterweise dieses Musterstück, das ich gehabt habe von früher, das ist auch ein RG 120, das habe ich nachgemessen und ausgerechnet. Der ist viel weicher wie der neue RG 120, den ich jetzt gekauft habe. Naja, ich werde ihn aber verwenden, weil das Stück hat doch 30 € gekostet. Das ist gar nicht so billig. Der wird verklebt mit einem Industriesprühkleber. Auch den aus dem Fachhandel. In dem Fall von dort, wo ich den Schaumstoff gekauft habe. In Wien. Schaumstoffhaus. Ich habe hier auch noch so einen, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, Neopren oder so. Das ist ein geschlossenzelliger Schaumstoff, ein dünner. Der hat den Vorteil, dass er Wasser nicht durchlässt und sich nicht ansaugt mit Wasser, was ja der normale Verbundschaumstoff schon macht. Oder so ein Schaumstoff ist ja auch offenzellig und ist so wie ein Haushaltsschwamm, saugt er sich mit Wasser an. Deswegen werde ich über den, habe ich geplant, dass ich eine oder vielleicht sogar 2 Schichten von diesem Schaumstoff drüber gebe als Wasserschutz. Weil das hat nämlich der Polsterer vor 20 Jahren nicht gemacht und der ganze Kern war angesaugt mit Wasser, wenn das im Regen steht. Ich hoffe, ich kann diesen Überzug weiterverwenden. Der ist an sich schön gemacht. Hier schön professionell genäht, also das war ja ein Polsterer. Hier innen, da ist noch ein Schaumstoff dazwischen, also der hat das schon, genau, das hat da hier so Taschen mit so einem Vlies drinnen. Ja. Der Schaumstoff lässt sich ganz einfach mit einer Bandsäge schneiden oder auch mit Messer.
Ich habe hier einen relativ festen Verbundschaumstoff, also eigentlich fester als ich wollte. Deswegen werde ich so wie beim Original Löcher hinten einbringen, damit der mehr Federeigenschaften bekommt. Das geht recht einfach mit so einem Dosenbohrer. Muss halt nach jeder Bohrung den Dosenbohrer ausräumen, weil der ganze Schaumstoff drinnen steckt. Jetzt ist einmal die Sitzbasis soweit vorbereitet, dass ich den angepassten Kern draufkleben kann. Das ist ja die GFK-Sitzbasis. Da habe ich eben alle Unebenheiten, alle Vertiefungen mit Schaumstoff gefüllt, soweit dass dann der zugeschnittene Sitzkern, also dieser Schaumstoffblock, den ich auch mit diesen Löchern versehen habe, damit er besser federt. Der passt da jetzt recht gut drauf und muss noch verklebt werden. Das mache ich mit diesem Industriesprühkleber. Der Sitzkern ist jetzt zusammengeklebt. Also man sieht hier nahtlos geklebt. Auch schon ein bisschen bearbeitet. Die Kanten selber werden jetzt noch abgerundet. Dazu habe ich mir eine kleine Schablone gebaut für den Kantenradius. Und das geht am besten mit so einem Körnung 40. Nun klebe ich noch ein 3 mm dickes Neoprenmaterial drauf. Einfach weil das geschlossenzellig ist und kein Wasser durchlässt. Ich habe beide, also sowohl das Neopren als auch die Sitzbank, bereits mit einem Sprühkleber eingeklebt und ca. 20 Minuten abtrocknen lassen. Jetzt das halt gerade draufkleben. Da hat man keinen zweiten Versuch. Das muss beim ersten Mal klar passen.
Jetzt werde ich noch den Rand innen mit Kleber einstreichen. Da verwende ich jetzt einen 3M Nitril High Performance Rubber and Gasket Adhesive. Also einen Nitril Hochleistungs-Gummidichtungsklebstoff. Der ist für dieses Neopren sicher gut geeignet. Der Kleber ist jetzt trocken genug. Ich kann das hier an die Kante kleben. So sieht es jetzt fertig aus. Jetzt fehlt nur mehr der Sitzbezug. Ich habe ursprünglich diesen Sitzbezug gehabt, den ein Sattler mal gemacht hat. Der passt jetzt auf den Kern nicht mehr wirklich gut. Den werde ich also doch nicht verwenden. Ich habe mir eine Nachfertigung gekauft. Die ist auch mit dem Bultaco-Logo geprägt. Und hier sind auch diese Absteppungen geschweißt. Und der hat hier eben auch so Schaumstoff dazwischen, damit das ein bisschen gepolstert wird. Der kommt aus Thailand. In Thailand gibt es eine Firma in Bangkok, die Sitzbezüge nachfertigt, und der hat 60 Euro gekostet. Plus 20 Euro Versand. Also finde ich akzeptabel. Und die Qualität sieht wirklich sehr gut aus. Und ja, den werde ich da drauf verwenden. Auch hier unter dem Bultaco-Logo. Das ist ja heiß geprägt mit einer Prägefolie. Ist auch verstärkt. Und das Material macht einen sehr guten Eindruck. Und vor allem, es sieht dann originaler aus als der bisherige. Jetzt habe ich mal den Sitzbezug provisorisch draufgegeben und soweit eingerichtet, dass ich der Meinung bin, er ist mittig. Und mir dann gleich hier Markierungen gemacht, wie er montiert gehört. Auch hier. Was mir jetzt auffällt, er passt natürlich nicht hundertprozentig, weil ich ja den Sitzkern ein bisschen schmäler gemacht habe, wie er normal gehört, damit er meiner Ergonomie besser passt. Was mir auffällt, ist, wenn ich hier glatt drücke, ist er hier sozusagen hohl. Hier. Und ich glaube auch, wenn ich das dann spanne beim Verkleben, dass es hohl bleibt. Ich werde deswegen hier diese Oberseite auch festkleben, unten am Schaumkern, damit der hier seine Form behält. So, zur Montage. Dadurch natürlich, dass jetzt die Fläche und die hier ein bisschen mit Kleber bestrichen ist oder eingesprüht ist, ist das nicht ganz so leicht, weil man es nachher nicht mehr rücken kann. Also ich muss eigentlich schauen, dass ich jetzt hier mal mittig bin und weit genug vorne, dass auf jeden Fall mal die Kante hier hinten stimmt.
Jetzt gilt es, die Seiten hier über die Kante aufzukleben, hier drauf. Ich habe jetzt den Sitz mit 2 Schraubzwingen ein bisschen, so circa wahrscheinlich 1 Zentimeter, den Schaumstoffkern komprimiert, damit ich nach dem Aufkleben ein bisschen eine Spannung am Sitzbezug habe und der stramm ansitzt. Zum Verkleben nehme ich wieder diesen Nitrile High Performance Rubber and Gasket Adhesive. Das ist auch ein Kontaktkleber, aber von 3M, aber ein wirklich sehr guter. Diesmal mache ich es mit dem Pinsel, weil es doch eine große Fläche ist. Ein Leimpinsel. Genauso auch auf den Bezug, aber nur auf den letzten, ich weiß nicht, 2-3 Zentimetern circa. Der Kleber ist jetzt überall aufgetragen und auch so circa 10 Minuten abgelüftet. Und jetzt geht es daran, das festzukleben, unter Spannung natürlich. So, das sollte so passen. Nochmal alles sehr gut andrücken. Das ist ein Kontaktkleber, der ja mit Kontakt, also mit Anpresskraft, hält, also gefügt wird, so müsste man sagen. Ich werde es mal so unter Spannung noch einen Tag lassen, damit der Kleber wirklich gut trocknen kann. Ich habe mich da im Design gehalten eigentlich auf die Originalbetriebsanleitung, also relativ gerader Schnitt, wobei hier auch jedes Foto eine andere Sitzbank zeigt. Die ist zum Beispiel etwas flacher und durchgebogen. Und hier auch eher gerade. Ich wollte es dann ein bisschen höher haben, damit ich nicht zu tief sitze, damit es nicht zu unbequem wird beim Fahren. Hier noch ein Video, wie der Sitz auf der Bulldacco aussieht. Klassisch gerade. Diese Absteppungen, die sind wirklich gut, man rutscht nicht. Das ist ein wunderschöner Novembertag, den ich noch ausnutze zum Fahren hier.
Man sieht schon im Hintergrund am Schneeberg liegt schon Schnee. Also der Winter kommt, aber hier ist es noch schön warm. Hier kann man noch gut fahren. Ja, so viel zu dem Sitzrestaurationsvideo. Wenn es euch gefallen hat, bitte ein Like und ich freue mich natürlich auch über ein Abo. Servus!